Hallo, ich bin der Peter, herzlich willkommen hier bei mir. Ich liebe es zu bauen, ich liebe es, verrückte Sachen zu machen. Und wir gehen jetzt mal rein in mein Wohnhaus, was ursprünglich gar kein Wohnhaus war. Vor 10 Jahren habe ich dieses Haus entdeckt und habe es aus dem Dornröschenschlaf sozusagen erweckt. Es war total baufällig, runtergekommen. Ich habe das entdeckt, ich bin unten an der Straße vorbeigefahren und habe dann durch so ein ganz kleines Fenster, durch die Bäume durch, habe ich das Haus entdeckt und habe mich sofort verliebt und hatte eine Vision. Und die Vision ist genau das, was jetzt daraus geworden ist. Dieses schöne, große, loftartige Wohnen. Das hier war die Empfangshalle eines Schützenvereinsheims. Das heißt, sie sind reingegangen, in dem Bereich, wo wir auch reingegangen sind. Dann sind die Gäste hier empfangen worden, haben hier praktisch gefeiert. Man kann ja sehen, mit welcher Liebe zum Detail die damals schon in der Lage waren und was für einen Aufwand die betrieben haben, diese schön zu bauen. Und ich habe mich oft gefragt, wozu sind diese Schächte? Ich habe mich mit einem Nachbar unterhalten und der hat eigentlich so ein bisschen meine Theorie bestätigt, dass vermutlich die Vereinsmitglieder, dass die ihre Waffe offen getragen haben und bevor sie dann in den Festsaal rein durften, mussten sie ihre Waffe in den Schrank reinstellen. Dieser wurde abgeschlossen und dann ging es rein zum Trinken und vorher durften die nicht rein. Eine schöne Geschichte, niemand weiß so richtig, ob es wirklich so war, aber ich möchte sie einfach glauben, weil sie gut passt. Jetzt gehen wir mal gerne in die Küche. Vielleicht deutet es schon darauf hin, dass ich etwas mit Bauen, mit Beton zu tun habe. Wir haben nämlich eine Küchenarbeitsplatte gebaut aus Beton. Das war extrem mühselig, dieses ca. 1,5 Tonnen schwere Teil hier überhaupt in den Wohnraum reinzubekommen. Mit Kettenzüge, mit Rollen haben wir das hier rein manövriert und haben es in Position gebracht. Das Ding kommt nie wieder raus. Das ist so schwer, das muss man drin lassen, ein Leben lang. Was ganz, ganz Schönes darf ich euch zeigen. Das sind die Bauzeichnungen mit der entsprechenden Genehmigung. Und das wollte ich unbedingt hinten dran haben. Sehr, sehr imposantes Gebäude. Für damalige Verhältnisse natürlich auch sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr luxuriös gebaut. Ja. Dieses Gebäude war in einem dermaßen schlechten Zustand. Wir hatten hier riesig große Löcher in der Decke, wir hatten Pilzbefall, die Decke war runtergebrochen, Scheiben waren kaputt. Niemand hatte sich irgendwie an dieses Projekt herangetraut. Es gab auch schon einen Beschluss, all das, was hier noch stehen geblieben ist, abzureißen, weil es einfach so baufällig und so kaputt war. Viele haben mich total für verrückt erklärt, aber ich habe mich nicht beirren lassen und habe das Ding durchgezogen, weil es einfach so wunderschön ist. Und es hat sich für mich emotional und auch von der Sache her total bestätigt. So, und jetzt kommen wir rein ins Badezimmer. Klein, aber fein. Ich bin auch gar kein Freund von großen Bädern, von großen Küchen, weil Bäder und Küchen müssen auch funktional sein, auch mit kurzen Wegen, dass man sich umdrehen kann, dass man überall gut an die Schränke rankommt. Vom Badezimmer aus geht's jetzt ins Schlafzimmer. Wir stehen jetzt hier vor dem Kinderzimmer und wir sehen, wir haben rund gebogene Wände, also brauchen wir auch rund gebogene Türen. Da gab es ein ganz, ganz lustiges Missverständnis mit dem Türenbauer, den ich im Vorfeld gefragt hatte, ob er die Möglichkeit hat, runde Türen zu bauen. Er ging natürlich davon aus, runde Türen oben rund und ich ging davon aus,
gebogene Türen. Ja. Aber er hat es dann doch hingekriegt, war dann aber sehr erstaunt, als er vorbeikam, um die Türen zu messen, dass er jetzt gebogene Türen bauen muss. Jetzt gehen wir mal rein ins Kinderzimmer. Man riecht noch die Farbe. Das ist nämlich auch ein ganz kleines Projekt, was ich das vorletzte Wochenende hatte. Meine Tochter, meine Prinzessin, hatte sich nämlich beklagt, dass ihr Zimmer zu klein ist. Und dann haben wir kurzerhand uns entschieden, wir machen einfach mal ein schönes Loch in die Wand. Ich persönlich liebe und schätze es, dass man alles auf einer Etage organisieren kann. Und Luxus bedeutet für mich auch, dass ich praktisch Wohnen und Arbeiten miteinander verbinden kann, dass ich da auch eine gewisse Flexibilität habe. Und da gehen wir jetzt mal rüber und schauen uns das Büro an. Das war ursprünglich eine Wand und dahinter, da wo ich jetzt reingehe, da war nämlich früher unser Badezimmer. Und das haben wir alles so ein bisschen zurückgebaut und haben eben aus der Not eine Tugend gemacht und gesagt, Mensch, diese Wände, diese schön rund geschwungenen Wände, die bleiben stehen und wir machen da so eine kleine Teeküche rein und schneiden uns einfach mal so diese Käselöcher rein. Eine Sache hier an diesem Projekt war eine sehr, sehr große Herausforderung und das war nämlich unsere Treppe, wie wir das hier lösen bei diesem Gebäude. Und da kommt ihr mal mit, das zeige ich euch. Die große Herausforderung hier war, wie baue ich hier eine Treppe hoch, um die oberen Räume zu erschließen. Es war nämlich zu und da ist mir eben dann die Idee gekommen, dass es eine Skulptur sein sollte, die uneingeschränkt natürlich diese Funktion hat, dass man hochgehen kann und gleichzeitig auch wirklich großzügig in den Wohnraum nach innen durchlaufen kann. Die habe ich mit meinem Bruder zusammen komplett in Eigenleistung gebaut. Die Treppe ist mittlerweile schon 10 Jahre alt und ich finde sie immer noch wunderschön. Und jeder, der reinkommt, sagt das Gleiche. Ich bin hier ständig am Bauen und macht mir so große Freude, schöne Dinge zu bauen, auch für meine Kinder etwas zu erschaffen. Natürlich leidet auch die Familie ein Stück weit runter, deshalb ist es immer so eine Gratwanderung, dass man natürlich nicht nur sich selber verwirklichen darf und muss, sondern auch gucken muss, dass die Familie, die Kinder, die Frau auch nicht darunter leiden und nicht zu kurz kommen. Und so habe ich eine Situation, die ich euch mal ganz kurz erklären darf oder schildern darf. Und zwar hat mich meine Frau fast schon jahrelang genervt und sagt, oh Peter, jetzt mach endlich mal eine Garderobe. Und ich wollte das alles immer so schön stylisch haben und habe noch überhaupt keine Idee gehabt. Eines Tages war es dann soweit, ich musste los, ich durfte nicht ohne irgendeine Garderobe heimkommen, bin dann zu einem befreundeten Antiquitätenhändler, bin ich rein, habe diese Werkbank gefunden und gesagt, okay, alles klar. Werkbank, Holz, oh, das sieht schon mal nostalgisch aus, passt natürlich schon mal super zu mir, zu all dem, was hier gemacht wird. Habe dann noch einen Karton gefunden mit den Messing-Armaturen. Habe gesagt, okay, von der Funktion her, da kann man überall schön was ranhängen. Das Ganze war eigentlich ursprünglich als Provisorium gedacht, aus der Not heraus, als ich ein schönes, friedvolles Wochenende wollte, habe das Ding ins Auto rein, habe das hier mit 2 Schrauben rangedübelt und das Ding hängt heute noch. Ich glaube, das bleibt auch noch viele, viele Jahre da dran hängen und stehen. So, vom einen selbstgemachten Projekt zum nächsten und das ist nämlich unser Loungebereich draußen. Das hier ist unser Lieblingsort, den lieben wir, wo wir alles machen können, essen, trinken, Fernsehen gucken. Hier sehen wir meinen Tisch. Der ist gebaut aus alten Fassdielen. Die habe ich mal von der Baustelle mitgebracht. Wir haben dann die Füße selber geschweißt. Dieser ganze Loungebereich, natürlich alles aus einem Guss so gebaut, sehr, sehr funktional und langlebig. Und ich liebe es einfach, Materialien auch in ihrer Einfachheit so zu verarbeiten. Diese ganze Front haben wir selber gebaut, haben wir selber geschweißt, habe ich selber praktisch rosten lassen. Und es ist eben genau dieses Element, dieses Thema Blech, Metall, das wir hier überall sehen, diese ganzen Stützmauern, die wir haben. Am Wochenende ist hier
die Hölle los mit Kindern, mit Nachbarkindern. Hier trifft sich alles. Und das ist eigentlich auch das Schöne an diesem Wohnen hier. All das, was ich hier erschaffen habe, hätte ich mir niemals erträumen lassen, dass ich das mal erreiche. Es sieht alles gefühlt nach sehr, sehr viel Luxus aus. Das Ganze ist sehr, sehr gewachsen über sehr, sehr lange Zeit. Meine Geschwister haben geholfen zu bauen. Ich habe 8 Geschwister, ich bin die Nummer 7, wir sind 9 Kinder. Ja, also das heißt, ich musste dann schon eigentlich auch immer hart arbeiten für das, was ich dann erreicht habe und erreichen wollte. Ja. Und das Schönste dabei ist eigentlich, dass man all das, was man hier erschaffen hat, dass man das auch mit Freunden, Familie teilen kann. Das Bauen hat natürlich bei mir noch lange kein Ende und da war natürlich die Idee geboren, mir auch noch ein kleines eigenes Refugium zu schaffen. Was anfänglich so ein bisschen unter dem Stern, ich mache was für die Kinder, aber es war ganz, ganz klar, das macht Papa für sich. Die anfängliche Idee war die, ein Baumhaus zu bauen, dass man etwas hat, wo man auch mal drin schlafen kann. So, hallo. Herzlich willkommen in meinem Airloft. Eine ganz, ganz schöne Küche. Also im Grunde haben wir all das hier reingebaut, was man braucht. Eine ganz große Besonderheit ist dieses Bett. Ich habe genau dieses Bett einen Stock tiefer gebaut, mit einem Höllenaufwand. Die Nachbarn waren total genervt. Ich musste, damit ich es eben umsetzen konnte, musste ich den Nachbarn sogar hinzuziehen. Wir haben in der Summe, glaube ich, 4 Wochen an diesem Bett gearbeitet. Jeden Tag 5 Stunden abends. Und wir haben irgendwann den Kopf ausschalten und gesagt, okay, wir sind bald am Ziel. Wir müssen einfach weiter, wir müssen einfach durch. Das Ergebnis macht mich heute noch stolz und glücklich, was daraus geworden ist. Und das hat einfach einen ganz anderen Wert, wenn man Dinge selber baut, als wenn man die eben nur kauft. Wenn man rausschaut, haben wir sehr, sehr viel Grün. Man soll das Gefühl haben, dass man hier auch, wenn man hier ist, dass man irgendwie so in einer anderen Welt ist. Vor circa 12 Jahren bin ich an ähnlicher Stelle schon mal gestanden. Für mich damals unvorstellbar, dass genau das alles so entsteht. Dieses Haus bedeutet für mich ein riesig großes Glück, was ich mir erarbeitet habe. Das erfüllt mich besonders, wenn ich selber was mache, wenn ich selber schweiß, wenn ich selber was baue, wenn ich selber einen Tisch baue. Und das gibt mir unendlich viel Freude. So, das war meine Roomtour mit euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt viele Dinge für euch gesehen, wo ihr vielleicht nachbauen könnt, wo ihr machen könnt, wo ihr euch ermutigt, auch selber mal Hand anzulegen und zu machen. Auf diesem Kanal gibt es ganz, ganz viele tolle Anregungen. Schaut mal rein, da gibt es ganz, ganz viel Tolles zu sehen.